Okay. I see you're here again. Off sign, man. Did I mention getting us into the church would help? Ja, ich weiß. An dem Vorhängeschloss ist mir ein Aufkleber aufgefallen. Kannst du mir etwas darüber sagen? A sticker? You mean the yellow one? Can you describe it to me? Es ist dieser hier. Kennst du den? Ich zeige ihm den Aufkleber in meinem Fallbuch. Seems like my creation has found its way into the legal bureaucracy. What did you want to ask about it? Was soll er darstellen? A dead guy smiling. Und was hat das zu bedeuten? Warum lächelt der Tote? He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is a lie, and so are its deaths. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. Or drugged out of his mind, come to think of it. Hm. Oder er ist in einem Drogenrausch. Or drunk. Or in a clinical coma. Or glad to be dead. But those versions suck. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt erst einmal ausgereizt. I guess one could write an entire treatise on the thing. But what for? Und jetzt sind die Sinusse jetzt in Ordnung? Wahrscheinlich nicht. Nah. Still strongly out of sync. Stage gamma disalignment. Was? You heard me. Er untersucht den kleinen Metallbolzen in seiner Hand. Ich hasse dich. Okay. Vielleicht komme ich später wieder. The large-headed youth has closed his eyes, lost in the music. Sensing you, he opens them. Good morning! Yeah! Pump it up! Pump it up! Pump it up! Er scheint nicht zu wissen, wie spät es gerade ist. Okay, tschüss. Ja, für ihn müssen wir noch ein Tonband besorgen. Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir den Gedanken rausnehmen müssen, der unsere Logik so unterdrückt, weil sonst wird es echt hart. War da noch irgendwas an den Klamotten, was Logik erhöht hat? Und eine Brille, oder? Das 1 Logik. Plus 2 Logik. Das Sakko. Na, vielleicht können wir es ja mal so versuchen. Nein. Wir könnten es mal versuchen. Hatte ich irgendwas übersehen? Nein, oder? Müsste eigentlich alles gewesen sein. Vielleicht sollte ich mal die Waffe weglegen, oder? Wo ist denn meine, wo ist meine Tüte? Da. Tüte. Again. So, how are things going? Wir können es erstmal versuchen. Vielleicht ist es zwar sehr gering, aber vielleicht haben wir Glück. Nothing jumps out to you. Nothing out of the ordinary. Aber Sona hat gesagt, dass sie nicht ehrlich zu mir waren. Haven't they? Or maybe it's that mean programmer herself who's been lying to you. Irgendwas ist da schon komisch. How about you get out and breathe? The air in the tent is too thick for you to think clearly.
Na gut. Goodbye, officer. Ciao. Tja, wo machen wir jetzt weiter? Hier müssen wir noch das Tonband besorgen. Also wir müssten eigentlich noch mal auf die andere Seite des Kanals. Für ein paar Sachen. Hier finde ich einfach den Punkt nicht. Ja, Teil, das ist auch Logik, ne? Ja. Oh, sorry. Viele Fähigkeitspunkte haben wir 2. Ich würde hier schon gerne noch was freischalten, aber ich weiß noch nicht, wie wir das mit der Logik machen müssen. Haben wir 3 Sachen? Kann ich mich gar nicht erinnern mit der öden Realität. Du wurdest darauf hingewiesen, dass du ein Alkoholiker bist und dass es eine Krankheit ist und dass sie dich umbringt. Du kriechst auf deinen Knien durchs Leben, auf dem Boden, den Bauch voller Fussel, dein Gehirn mal matschig, mal nicht zu bändigen, deine Haare verklebt vom Angstschweiß von heute und der Kotze von gestern. Vielleicht stimmt es ja. Alles ist besser als das. Selbst die knochentrockene Realität. Vielleicht kannst du aufhören. Und gewöhnlicher Gesetzeshüter. Okay, es sieht so aus, als ob du etwas von einem Normalo in dir hast. Ein Hauch von Gewöhnlichkeit umweht dich. 4 Gramm Wachtmeister Otto Normalbulle. Wer hätte das gedacht? Du, der extremste aller Bullen. Du hast gerade ein paar ziemlich langweilige Sachen von dir gegeben. Jetzt hast du die Wahl. Entweder du lässt das hinter dir und vergisst es, oder du versuchst deine Normalität zu nutzen, sie zu verinnerlichen. Ein bisschen Vanille in das Ei-Lakritz-Eis mit Heringsgeschmack zu mixen, das dein Verstand ist. Lecker. Ich glaube, wir wollen einmal rüber. Obwohl ich gerne einmal schauen würde, ob wir mit einem Boot zu der Insel können. Weil ich im Moment gar nicht wüsste, wie man da sonst rüberkommt. Oder gibt es dann eine Zeit, zu der Ebbe ist und dann kommt man darüber? Und woher weiß ich dann, wann diese Zeit ist? Hier, kannst du mich darüber fahren oder mir ein Boot geben? Wäre das möglich? You see, you haven't left our little Martinez yet. Still running around. Like some kind of cross-country law official. Ich muss immer noch meinen Fall lösen. Hi, I guess you do. What's on your mind, Officer Harry? Du kannst mir scheinbar nicht helfen. Ein Boot irgendwie? Nein. Ach Kim, wie sollen wir denn darüber kommen? Zu dem Eiland. Wir müssen doch da ermitteln. Ich könnte mal ins Pfandhaus gehen, vielleicht. Noch Sachen kaufen oder verkaufen. A typical Martinez streetlight 700. sits among assorted floors. Ah,
Oh, sorry. All the old boomboxes are there, blinking and waiting to whirl. All but one. Yours. Ich speichere einfach mal zwischendurch. Ich muss da öfters dran denken, damit mir nicht schon wieder mein Speicherstand verloren geht. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Ich inspiziere die Ritter zu Pferde. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Ich zeige auf die Ritter zu Pferde. Was sind das für welche? Franco-Nigerian knights. I used to be very serious about these guys. A long, long time ago. Ich inspiziere die blauen Uniformen. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Moment, der sieht aus wie René, der alte Pétanque-Spieler. This is what the loyalists looked like, yes, at first. Then they wised up and got camouflage. Sind das royalistische Soldaten? Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. Ich inspiziere die in Lumpen gekleideten Figuren. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Sind das überhaupt Soldaten? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Das soll den Leuten Hoffnung machen, dass selbst wir es schaffen können. Maybe. He seems to have his own take on the conflict played out in perpetuity by these toys. Might be interesting to find out what it is. Na gut. Aber kaufen kann ich dann keine mehr. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Alles klar. Haben Sie eine Aufnahme vom Col du Mamadakwa? The Coldima Madakwa? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds for that matter. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie wissen, was der Col du Mamadakwa ist. That's fair. It's been a long time since my Coldima Madakwa hunting days. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Das klingt so cool. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Coldima Madakwa. And he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things. So he got the rest of us to join in his search. Und haben Sie ihn gefunden? We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Coldima Madakwa. Kann ich mir das anhören? Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Hinter der Theke fängt er an, in seiner Sammlung herumzukramen. Do we really have time for this? Lassen Sie den Vogel singen. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning.
Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. Er schaltet das Gerät an. Aus den Lautsprechern ertönte ein tiefes Brummen. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. There's a growing sense of dread. The sound is coming from inside you, but also surrounding you. It feels as though someone is standing just outside your range of vision and watching you, doing this to you. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Seabirds most likely, gulls and such. Möwen? And skewers, but Er zeigt mit dem Finger nach oben und deutet mit dem Kopf auf die Lautsprecher. Ein neuer, hoher und zitternder Ton. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. you know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the cold Mamadakwa. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Ja. Sehr faszinierend. Aber er wollte jetzt nicht über die Soldaten reden. Vielleicht habe ich das auch schon gemacht, wer weiß. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben schon so viele Stunden in dem Spiel verbracht. Wollte ich nicht von ihm eigentlich was kaufen? Die Schuhe. The speakers below are banged up and 50. worthless. The sneakers triumph over them. Wo soll dieses Tonband sein? Da. Hast du Tonbänder? Everything's still cool here, officer. Hey, eine kurze Frage. Verkaufen Sie Tonbänder? Tapes? You mean like music tapes? No, music is out. Don't listen to music. I sell extremely cool sunglasses. If you want to get your mojo going. Er zeigt auf die schäbige Kiste auf der linken Seite. Aha. Und Sie haben also gar keine Ahnung, wo ich Tonbänder finden könnte? Tapes? Tapes are everywhere. They're worthless. Kids throw them in the trees. There's one in the bushes, right behind this lorry. Das ist das, was ich haben will. No one would ever throw a good pair of high-quality plastic sunglasses in the bushes, mister. To the west, dark brown ribbons of tape hang from the tree, flowing in the wind. You should have a look. It's better than nothing. Ja. Wo ist denn dein Lastwagen? Ist das der hier? Also da. Aha. The hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches, Na super. fluttering in the breeze. Just like promised, you've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Braver Weißdorn. Ich tätschle den Baum. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn to oblivion. It reads, RCM Emergencies Desk, number 8102, underneath a slogan, Mankind, be vigilant. You tree-hugging pansy. Also Mechanik. Nein.
Müssen ein bisschen die Kleidung wechseln. Wahrscheinlich. Nein, die sind besser. Habe ich sonst gar nichts mehr für Mechanik? Scheinbar nicht. Na gut, dann versuchen wir es mal. Hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. A wintry breeze blows by, making the magnetic tape flutter. Ich versuche, das Tonband zu entwirren. Like an immaculate labyrinth, the magnetic tape twists and turns around the branches. Shit. You just can't get it Och, loose. Mann. All you've done is make your fingers bleed from the thorns. Leute, ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Na gut, was sonst noch? Was können wir erstmal machen? Ah, wir müssen auf dem Revier Bescheid geben. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ich nehme das Funkgerät in die Hand. This is Precinct 57. How may I assist you? Was will ich denn mit meinem Revier jetzt nochmal? Ich muss eine Leiche auf der Promenade von Martinez melden. One moment. Du hörst, wie sie Seiten durchblättert. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Es handelt sich um einen nicht identifizierten Mann mittleren Alters. Er ist wohl ausgerutscht, mit dem Fuß in ein Loch in der Promenade geraten und mit dem Kopf gegen eine eiserne Bank geprallt. The man was about 173 centimeters tall, stout, with dark hair and a mustache. We suspect he might have been inebriated when he slept. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Nein, es scheint ein Unfall gewesen zu sein. No field autopsy necessary. What about his belongings? Did you examine his clothes? Er trug Stiefel, eine Hose und eine alte Lederjacke mit hellblauem Futter. In seiner Tasche habe ich einen Büchereiausweis gefunden. Any information on the library card? Er stammte von der Stadtbücherei Jamrock Mitte. Er gehörte jemandem namens Billy Méjean. Good. You have a lead. Ja, Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? wir übernehmen den Fall. I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. Das ist gut, da muss Kim nicht weg. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Verbinden Sie mich mit der Stadtbücherei Jamrock. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Ich brauche jegliche Informationen, die Sie mir zu einem Büchereimitglied namens Billy Méjean geben können. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Er legt den Hörer zur Seite. Unschön. Klingt fast wie ein altes Modem. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. They're too poor to have a phone line. Ja, die Privatadresse wäre hilfreich. Here we go, sir. Rue de Saint-Gilles Lane, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Cape Side Apartments, it says. That's all.
Heißt es, dass es da hinten, dieses Apartmentkomplex, auch der Raucher drin wohnt und so? 33b, Wohnung 20. That's where the smoker on the balcony lives, Aha. isn't it? Haben Sie noch irgendwelche anderen Informationen zu Billy Méjean? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. Wissen Sie, wer an dem Tag gearbeitet hat? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Méjean? They returned a Tybalt book the other day. Du hörst hier jemand weiter weg antwortet. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Good. You have a name now. Billy Méjean ist also eine Frau und kein Mann? Woher wusste Ihre Kollegin, dass es sich um ihren Mann handelte? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later. On the lookout. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Kann Marie mir beschreiben, wie der Mann aussah? Marie? Ein Augenblick verstreicht. She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Wie war er gekleidet? 1 second. Gib sie mir doch einfach ans Telefon. Der Bibliothekar wendet sich wieder vom Telefon ab und leitet die Frage weiter. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Danke, das wäre alles von mir. Ich habe keine weiteren Fragen. Happy we could help. Goodbye, officer. Der Bibliothekar legt auf und das Gespräch wird mit einem sanften Klicken wieder zum Revier umgeleitet. Anything else you need from me? Ja, gut, dann lasse ich mich nur mit meinem Revier verbinden. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, warum. Alice, hier Feuerläufer. Verbinden Sie mich noch einmal mit dem 41. Right. Please hold. Seufzt hier mal nicht rum. Stand for, come in. Fireworker, over. Ach so. Jules, ich freue mich, melden zu können, dass ich meinen Ausweis gefunden habe. Stand for, sir. Glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Feels good to get that off your chest, right? Celebration with beer? Ich habe meinen 9mm Revolver von Villiers gefunden. Ich habe ihn jetzt bei mir und werde ihn nicht wieder verlieren. Stand for, sir. Roger that. And very glad to hear it. I will make relevant changes to the report. Gut. Da haben wir Erfahrung gewonnen. Das wäre erstmal alles. Roger that. 10-10, over and out. Gut. Mit diesen Worten herrscht im Fahrgastraum wieder Stille. Das Funkmikrofon hängt in seiner Halterung. Dann war es das. Begib dich zu Billy Méjeans Wohnung, um die schlechte Nachricht zu überbringen. Ja, das wird nicht so schön.